hier zählt tatsächlich zu meinen schönsten Kindheitserinnerungen, wenn ich mit den Eltern beim Metzger war und da gab es eine Scheibe Wurst von der Theke. Kennen Sie auch noch, oder? Und damit herzlich willkommen zum TFB Talk über Wurst. Macher, Menschen, Meinungen. Heute geht es um den Ursprungsort des Wurstkaufes, die Bedientheke als Point of Sale. Was genau sind da die Trends? Darüber sprechen wir gleich noch mit Carsten Papst von Edeka Hieber. Der macht mit seinen Filialen nämlich einiges richtig, wenn es um die Bedientheke als Erlebnis für die Kunden geht. Ja, und natürlich sind auch wieder die Inhaber von The Family Butchers bei mir, und zwar Dr. Wolfgang Kühnel und Hans-Ewald Reinert. Hallo. Hallo. Ja, schönen guten Tag. Früher war ja die Scheibe Wurst was ganz Normales, ganz selbstverständlich. Das ist ja heutzutage leider gar nicht mehr so. Denn nicht jeder geht gleich zwangsläufig an die Bedientheke. Ich habe mir sagen lassen, es gibt 3 Touchpoints. Zum einen das Kühlregal, aber auch die Pre-Pack-Truhe und die frische Theke. Warum ist denn das überhaupt so? Ja, mit diesen 3 verschiedenen Touchpoints erreichen wir alle unsere Zielgruppen, die ja unterschiedlich sind in ihrem Einkaufsverhalten und in der Art und Weise, wie sie Wurst und Schinken genießen. In unserer großen Es geht um die Wurst-Studie haben wir beispielsweise herausgefunden, dass es eine nicht unerhebliche Anzahl von Verbrauchern gibt, die gerne an die Theke gehen, die sich inspirieren lassen, die auch gerne kommunizieren mit dem Personal. Total. Aber es gibt auch natürlich eine Menge von Personen und Verbrauchern, die einfach wenig Zeit haben, die schnell einkaufen wollen, effizient und auch eine Menge an Wurst auch nicht so teuer, also günstiger. Und die sind am SB-Regal. Okay. Jetzt bleibt noch die Pre-Pack-Truhe. Was steckt dahinter? Ja, das ist so ein bisschen das Mittel zwischen diesen beiden Extremen. Es fühlt sich schon an wie beim Metzger, ist aber stressfrei und konvenient. Okay, wenn ich jetzt höre stressfrei, was hat das jetzt wiederum mit der Bedientheke zu tun? Ja, das hat uns auch erstmal überrascht. Wir haben in unserer Konsumentenforschung aber herausgefunden, dass es viele Kunden gibt, die es scheinbar unter Druck setzt, wenn sie sich an der Bedientheke anstellen müssen. Sie müssen dort ja mit dem Verkaufspersonal interagieren, sie müssen Wünsche formulieren, sie müssen auch Entscheidungen treffen. Und das setzt viele Konsumenten scheinbar unter Druck. Und dann gibt es aber natürlich noch die Fans der Wursttheke, die das als Ort der Inspiration, als Ort der Beratung, als Ort des fachlichen Austausches mit dem Bedienpersonal sehen. Wie attraktiv ist denn dann die Fleisch- und Wursttheke überhaupt noch? Ja, übrigens, die Fleisch- und Wursttheke ist die eindeutige Nummer 2 hinter der Obst- und Gemüseabteilung, was die Präsentation und Attraktivität im Supermarkt angeht. Und die Fleischermeister, die Metzger mit ihrem Fachpersonal geben sich da nicht nur viel Mühe, sondern sie haben auch wirkliche Inspiration, wenn es darum geht, tolle Spezialitäten richtig zu inszenieren, anzubieten. Und wir unterstützen das Ganze natürlich mit unseren innovativen Produkten und Spezialitäten. Aber da geht natürlich immer noch etwas mehr. Wichtig in der Zukunft und auch jetzt schon ist immer mehr auch die Kommunikation und die Inhalte. Die Verbraucherinnen und Verbraucher wollen immer mehr wissen. Storytelling ist angesagt. Reale Dinge, wo kommt das Fleisch, die Wurst her? Wie sind die Aufzugsbedingungen? Wie ist die Philosophie des Landwirts? Alles das sind Themen heute, die gerade auch an der Theke gespielt werden können, wo man sozusagen auch fachsimpeln kann mit dem Verkaufspersonal. Und da fühlen sich manche Verbraucher richtig abgeholt und zu Hause und werden natürlich so auch zu Stammkäufern. Ja, also die Bedientheke als Ort der Inspiration auch ein Stück weit? Ja, auf jeden Fall. Dahin müssen wir sie hinentwickeln. Das können wir durch gute Markenpolitik, durch gute Produkte, gute Kommunikation machen. Und dann wird die Theke auch immer mehr zum Ort der Inspiration. Dort stellt sich dann auch immer gleich dieses Ich kaufe beim guten Metzger-Gefühl ein. Und das ist natürlich auch ein Qualitätsversprechen, was gut auch zu unserer Gruppe passt, mit unserer langen Tradition und unseren Wurzeln im Metzgerhandwerk. Wer kauft denn eigentlich an der Bedientheke? Ja, was die Zielgruppen angeht, so hat uns auch hier unsere groß angelegte Es geht um die Wurststudie weitergeholfen und wichtige Erkenntnisse geliefert. Da sind zum einen die Wurstgourmets, das steckt eigentlich schon im Namen drin, das sind die absoluten Liebhaber. Das sind so circa 10% der Bevölkerung, die absolut gerne an die Theke gehen, die sich beraten lassen, die Neues ausprobieren, die sich auch austauschen. Und das sind klassische auch Stammkäufer. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch das Wurstrudel. Das sind eher Familienvorstände, Haushaltsvorstände, die eine ganze Menge an Familienmitgliedern zu versorgen haben. Also da hat jeder so seine Lieblingswurst, seinen Lieblingsschinken und die müssen
natürlich auch mit nach Hause. Das heißt, da muss die Theke auch eine gewisse Vielfalt bieten und auch natürlich mal ein paar Angebote haben. Okay. Sind das alle Zielgruppen? Denn so ganz abgeholt fühle ich mich jetzt persönlich noch nicht. Ja, da gibt es dann noch die sogenannten Unschuldslämmer. Aha. Die sind eher jung, weiblich und häufig auch besonders aufgeschlossen gegenüber pflanzenbasiertem Fleischersatz. Also spannende Sache mit den Zielgruppen. Wir haben jetzt in der Theorie viel über die Bedientheke gesprochen. Machen wir doch mal den Praxistest. Schauen Sie mal. Also bei uns bei HIBA, wir haben große Bedienungstheken, wir legen einen großen Wert drauf auf Frische, auf sehr viel Sortiment. Und wir haben hier ca. 22 Meter Bedienungstheke am Stück. Also insgesamt sind es mit Sicherheit über 400 Wurstprodukte, wo wir im Sortiment mit abbilden. Im Moment haben wir so den klassischen, ich sage jetzt einfach mal den Leberwurstkäufer, aber eben auch das Vegetarische, die Regionalität, die Spezialitäten. Also im Moment haben wir eine ganz große, breite, gefächertes Sortiment, was wir hier jetzt gerade zusammenführen an der Bedienungstheke. Wenn man so die Geschichte, die Entwicklung in der Bedienungstheke anschaut, ich glaube, früher war schon alles sehr angebotslastig in der Richtung. Es wurden auch viel größere Mengen gekauft. Heute ist man ein bisschen experimentierfreudiger mit den Produkten. Man möchte die Beratung haben und möchte einfach Qualität haben und möchte einfach wissen, wo kommt die Ware her, wie wird sie produziert. Und ich glaube, das sind so die großen Unterschiede, dass sich der Verbraucher viel mehr Gedanken macht um sein Lebensmittel. Was so mein Thema eher so diese Stores, die Points, wo man sagt, hier ist der Fleischpoint, wo man alles drumherum, so eine Servicewelt aufbaut, dass man hier viel mehr Emotionen bringt, dass der Kunde näher ist. Ich finde immer so bei der Bedienungstheke, das ist so eine Barriere, ne? Da stehe ich vorne dran wie vor einer Schranke. Und ich glaube, man muss den Verbraucher viel mehr mit einbeziehen in diese Sortimente. Das wäre so mein Wunsch, das wäre so mein Thema, wo ich sage, da würde ich mich wohlfühlen, da hätte ich wieder richtig Spaß dran, was zu kreieren dann in der Richtung. Ne? Richtig kreativ. Wie schön, dass wir den Verantwortlichen für diese Genusswelt hier bei uns haben. Und damit sage ich herzlich willkommen, der Geschäftsführer und Mitgesellschafter bei Edeka HIBA, Carsten Pabst, ist bei uns. Hallo. Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, wir freuen uns sehr, dass Sie da sind und wir müssen unbedingt mal über Ihre Bedientheke reden. Sie und Ihr Team betreiben 15 Filialen in ganz Baden-Württemberg und für viele Ihrer Kollegen sind Sie, muss man so sagen, schon ein echtes Vorbild. Was macht Ihre Bedientheke denn so besonders? Also ich glaube, unsere Bedientheke ist besonders in der Situation, dass wir von 7 Metern bis 26 Meter Länge so ziemlich alles zeigen können. Und umso größer die Häuser, umso mehr Präsentationsmöglichkeiten haben wir, Qualitäten, Genusswelten abzubilden. Und unsere Mitarbeiter, der Mensch, der macht den großen Unterschied in der Beratung aus über die Qualitäten. Und heutzutage wird ja immer mehr gefordert an dem Thema Nachhaltigkeit, an dem Thema, wie ist das Tier denn aufgezogen worden, wie ist es geschlachtet worden. Und das ist besonders in solchen Theken zu präsentieren. Ja, absolut. Und bei 15 Filialen muss die Frage erlaubt sein, gibt es da auch Unterschiede? Von Filiale zu Filiale? Ja, die gibt es selbstverständlich. In der Auswahl der Produkte, wir können bis zu 400 Wurstsorten anbieten und der Größe nach entsprechend werden die Theken dann auch von unseren Spezialisten bestückt. Wo holen Sie sich denn die ganze Inspiration her? Also ich glaube, wir sind ja im badischen Genussländle, da wo die Qualität etwas mehr geschätzt wird, wo Essen und Trinken einen anderen Stellenwert hat. Das Glück ist, dass wir im Dreiländereck zu Hause sind. Das heißt, wir haben den frankophilen Einfluss der Franzosen und die Schweizer, die immer schon einen hohen Genussanspruch haben. Und dementsprechend lassen wir uns inspirieren. Unsere Kunden fordern uns und wir bringen dann die Ideen in die Theke mit unseren Partnern. Jetzt gibt es ja viele neue Konzepte. Zum Beispiel die Berliner Metzger Kumpel und Keule. Spielen die da bei Ihrer Inspiration und Ideenfindung auch eine Rolle?
ja, wir schauen da schon mal hin, aber was in Berlin ist ja schon ein bisschen spacey unterwegs in der Situation, aber man lässt sich inspirieren auch für unsere jungen Nachwuchskräfte, die natürlich dann auch mal mit dem Bart kommen und ein bisschen cooler an die Theke stehen und das wirkt dann schon bei den Endverbrauchern. Aber wichtig ist, das, was er an Wissen hat, das muss vermittelt werden. Das ist wichtiger wie die Coolness, die er ausstrahlt. Und fantastisch ist, dass Sie wirklich auch Storytelling machen an der Bedientheke. Das heißt, von Frischfleisch natürlich bis hin zu, ich weiß, wo es herkommt. Die Infos kriege ich alle bei Ihnen, richtig? Die kriegen Sie alle bei uns und die sind heutzutage immer wichtiger geworden. Der Kunde, der Endverbraucher interessiert sich dafür. Wo kommt das Tier her? Wie ist das Tier aufgewachsen? Wie wurde es geschlachtet? Und diese Qualitätsstufen können wir alle an der Theke abbilden, von den Top-Qualitäten bis hin zu den besonderen Herstellungsformen oder den besonderen Dry Age. Ist alles möglich bei uns an der Theke. Eine tolle Sache. Vielen Dank an dieser Stelle, dass Sie uns einen Blick hinter die Kulissen auch gegeben haben, das vielfältige Angebot mal ein bisschen näher dargestellt haben. Übrigens ist das die perfekte Überleitung für mich, denn jetzt ist es Zeit, mal die TFB-Brand Reinert Theke ein bisschen genauer anzuschauen. Unsere Reinert Bärchenwurst, die kennt ja nun fast jeder, der am Kühlregal einkauft. Aber es gibt sie auch an der Bedientheke. Aus guten Gründen. Und das erklärt nun unser Vertriebsleiter bei The Family Butchers, Herr Jens Pohlmann. Ja, hallo zusammen. Unsere Produkte finden Sie im Supermarkt an jedem Touchpoint. Wir wollen den unterschiedlichen Zielgruppen verschiedene Angebote unterbreiten, sodass auch immer etwas Passendes für Sie dabei ist. Aus unserer Wurststudie, es geht um die Wurst, ist eindeutig herausgekommen, dass an den verschiedenen POS oder Point of Sale Punkten im Supermarkt unterschiedliche Bedürfnisse befriedigt werden und auch ganz unterschiedliche Verbrauchertypen angesprochen werden. Da ist zum Beispiel der Wurstgourmet, der an der Wursttheke einkauft. Er lässt sich gerne inspirieren und fachsimpelt auch gern mit den Fachkräften hinter der Theke. Definitiv, aber da sind wir ja auch sehr gut aufgestellt mit unserem Sortiment. Von unseren Spezialitäten hin über Meister bis zu unserem Standardsortiment. Wenn ich nur an unsere Reinert Sommerwurst denke, der absolute Klassiker, bis hin zu unseren international angehauchten Spezialitäten, wie zum Beispiel Salamur, La Roma, dann hin über unser Kochschinken, unser Klosterschinken oder auch unsere Aspik-Spezialitäten. Also da ist definitiv für jeden etwas dabei. Genau, die Theke ist der Ort im Supermarkt, wo handwerkliche Qualität am besten vermittelt wird. Hier kann der Kunde sich fühlen wie beim lokalen Metzger und er kann ein entsprechend hochwertiges und vor allen Dingen frisches Angebot erwarten. Natürlich sind alle unsere Produkte hochwertig und handwerklich hergestellt. Nur an der Bedienungstheke, da können wir natürlich immer noch einen draufsetzen, nicht, was die Rohstoffe betrifft oder was die besonderen Zutaten betrifft, sei es besonderen Käse, sei es besondere Gewürze. Und man kann an der Bedienungstheke sehr individuell auf die Verbraucherwünsche eingehen. Und der Verbraucher wiederum kann sehr dezidiert auch einzelne Mengen einkaufen, bedarfsgerecht einkaufen. Das kommt der Nachhaltigkeit sehr zugute, weil zum Schluss werden dann auch keine Lebensmittel weggeworfen. Ihr Angebot für die Bedientheke ist wirklich beeindruckend. Wie viele Produkte bieten Sie denn da überhaupt an? Ja, das kann man wohl sagen. Wir bieten mittlerweile über 80 verschiedene Artikel für die Metzgertheke an. Ja, und Sie sehen sich ja auch heute noch als ganz klassischen Metzger, oder? Ja, vielleicht nicht mehr ganz als ganz klassischen Metzger. Das Metzgerhandwerk ist sicherlich Teil unserer DNA. Es ist die Basis, auf der wir stehen. Aber für uns als Industriebetrieb kommt sicherlich noch das Thema Technologie, die Automatisierung, unser Qualitätsverständnis, unser umfassendes Qualitätsmanagementsystem hinzu. Und sicherlich können wir anders als der Metzger von nebenan auch mal größere Mengen in höchst standardisierter Qualität produzieren. Aber Sie haben recht, die Basis all dessen, das was wir tun, ist schon die Metzgerskunst. Und daraus erwächst natürlich auch die Vielfalt. Wie wichtig ist Vielfalt in Kombination mit Tradition, auch als Familienunternehmen? Ja, auf unsere Tradition sind wir natürlich stolz. Und viele unserer Rezepturen, unserer Produkte, wie zum Beispiel die Reinert Sommerwurst, sind alte Familienrezepte, die schon mein Vater entwickelt hat. Und mittlerweile hat sich die Vielfalt natürlich auch erhöht. So machen wir aktuell
über 22 verschiedene Salamisorten und da ist für jeden etwas dabei. Zum Beispiel für den Feinschmecker, der gerne zu der Olivia greift oder auch für den Liebhaber von langzeitgereiften Salamiprodukten mit ein wenig Edelschimmel. Da ist zum Beispiel unsere Romantica. Jetzt haben wir so viel in der Theorie drüber gesprochen. Jetzt ist es Zeit für den Praxistest. Ich will endlich wissen, wie es schmeckt. Und schauen Sie mal, wir haben da was vorbereitet. Meine Herren, damit heißt es für Sie jetzt ab an die Berkel. Viel Spaß. Wer von Ihnen möchte kurbeln? Ja, das mache ich. Das machen Sie, Herr Papst. Kommen Sie auch gerne mit dazu. Schauen Sie mal, ich habe eine Schürze für Sie vorbereitet. Und Sie haben ja Metzger gelernt, richtig? So ist das, genau. Von daher haben wir jetzt einen echten Experten. Ja, aber das geht noch. Also Wurstschneiden funktioniert. Ja, wobei, das hier, das ist der Lamborghini unter den Aufschnittmaschinen, richtig? Das ist schon was ganz Besonderes. Also das hat nicht jeder. Ja, können Sie sich sowas vorstellen für Ihren Edeka? Ja, wir haben sowas sogar bei uns in unserem Markt stehen. Jetzt im Ernst? Ja. Wow. Also der Kenner, der wird vor Neid erblassen. Jetzt haben Sie ein riesiges Produktsortiment. Was ist denn Ihre Lieblingssorte? Was müsste denn jetzt hier am besten liegen? Ja, also die Chambelle ist schon sehr gut. Also es ist eine sehr schön milde Salami, die schmeckt mir ganz ausgezeichnet. Okay. Haben Sie einen besonderen Tipp für das besondere Geschmackserlebnis? Also wir empfehlen grundsätzlich ganz dünn aufzuschneiden und dann nochmals aus dem Kühlschrank eine Viertelstunde, 20 Minuten Zimmertemperatur. Da haben Sie eine Geschmacksexplosion. Also Mal schauen, ob wir sie gerade kriegen. Ja, das ist so ein Tipp, den kriegt man eben auch nur an der Bedientheke, ne? Das Oder? war ein guter Expertentipp gerade. Ja, genau. Also, Ja, los geht's. Dann Wir haben Hunger. geht's mal zur Sache hier. Da ist der Experte am Werk, ne? Man merkt es Also gleich. dünn geschnitten, Das ist perfekt wichtig. für das Aroma. Und Und wie Sie schon sagen, die Temperatur ist auch wichtig, nicht zu kalt. ist das jetzt Ihre Lieblingssorte? Also wenn ich ehrlich bin, für mich muss es die Reinhard Sommerwurst sein. Von der kann ich mich nicht satt essen. Aber Chambelle ist auch wunderbar. Es ist eine raffinierte Spezialität. Diese Kombination von langzeitgereifter Salami mit Camembert aus Frankreich, fantastisch. Wir werden jetzt mal probieren. So, ich werde das ein bisschen drapieren, dass es auch ein bisschen nett aussieht. So, für jeden ist eine Gabel da und einfach mal Dankeschön. probieren. Und ich reiche das mal jetzt weiter, dass jeder sich mal eine Gabel nehmen kann und vor allen Dingen die Salami mal richtig genießen kann. Ja. Herr Dr. Kühler hat Hunger. Ja, ich merke Da ist ordentlich auch, was schon drauf ordentlich auf was der drauf Gabel. auf der Gabel. Ja. Und wenn wir schon mal Wenn man dabei das sind. richtig Eben, machen man muss will. die Feste feiern, wie sie feiern, ne? So schaut's doch aus. Also, Fantastisch, guten Appetit. Also, Sie wissen ja, dass es schmeckt, aber Sie natürlich auch. Fantastisch, oder? Und der Camembert. Ja, wir haben früher gesagt in der Werbung, Chambelle, Chambelle, französisch gut. C'est bon. Und während Sie es sich schmecken lassen, machen wir vielleicht mal ein kurzes Fazit, denn die Bedientheke, die ist ja wirklich ein Ort, haben wir ja gelernt, der Inspiration für die Kunden. Wichtig ist natürlich, dass es Spezialitäten sind, dass es das Besondere ist, dass auch die Vielfalt an der Theke stimmt. Ja, und wenn das alles gegeben ist, dann wird die Wursttheke auch in Zukunft ein Ort der Inspiration für die Kunden bleiben. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Jetzt nehmen wir noch ein bisschen Chambelle. Die letzte Scheibe. Aber ich mache noch was. Das ist sehr nett.